Eine Geburt ist immer etwas ganz Besonderes. Manche Menschen sagen, es ist ein Geschenk Gottes. Andere finden es einfach nur schön, wenn ein kleines Lebewesen das Licht der Welt erblicken darf. Unabhängig davon, wo du dich eher einordnen würdest, steht wohl fest, dass dies ein absolut magischer Moment ist. Egal, ob es sich um einen Menschen oder ein Tier handelt. Trotzdem ist eine Geburt zumindest in der Tierwelt fast schon alltäglich und auch die Geburt eines Pferdes ist zunächst einmal nichts Ungewöhnliches. Warum also sollte ich von genau solch einem Ereignis erzählen? Nun ja, das, was die Stute dieser Frau zur Welt brachte, war alles andere als normal. Hast du eine Vermutung? Bleib dran, um es herauszufinden. Die Engländerin Tanya Mickey züchtet seit vielen Jahren auf dem Gestüt Gaysons Farm in Exeter Pferde. Für sie ist es nicht nur ein Beruf, sondern vielmehr ihre Berufung und zugleich größte Leidenschaft. Sie liebt Tiere und insbesondere Pferde über alles. Tanyas Welt dreht sich also rund um diese Vierbeiner und folglich kennt sie sich extrem gut in diesem Bereich aus. Aufgrund ihrer Erfahrung sollte es also nichts geben, was sie aus der Ruhe bringen oder sie überraschen könnte. Oder doch? Im Juni 2018 änderte sich alles für Tanya, als ihre 19-jährige Stute Destiny eine unglaubliche Geburt erlebte. Aber was genau war daran so einzigartig? Zunächst einmal brachte sie nicht nur ein Fohlen zur Welt, sondern gleich zwei. Und falls du es noch nicht wusstest, es ist ohnehin schon sehr unwahrscheinlich, dass Pferde Zwillinge bekommen. Und noch viel seltener ist es, dass diese auch noch ausgetragen werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass dies geschieht, liegt bei 1 zu 10.000. Dass die beiden Fohlen am Ende stark und gesund waren, ist noch einmal eine ganz andere Sache. Die beiden Fohlen erhielten die Namen JFS Shockwave und JFS Master Blaster. Die Namen scheinen zunächst etwas komisch zu klingen, doch das JFS steht einfach nur für Gaysons Stud Farm. Bis heute, mit mittlerweile etwa 4 Jahren, sind sie immer noch genauso lebhaft wie damals. Doch wenn du glaubst, das war das Unglaubliche an der Geschichte, täuschst du dich, denn es kommt noch viel überraschender. Etwa 18 Monate, nachdem die zwei Fohlen das Licht der Welt erblickt hatten, wurde beschlossen, dass Destiny ein letztes Mal gedeckt werden sollte. Und was glaubst du ist passiert? Tatsächlich hat die Stute ein weiteres Zwillingspärchen bekommen. Die Wahrscheinlichkeit hierfür ist so gering, dass es wohl ein einmaliges Erlebnis war. Ich sage trotzdem einmal die Zahl. Die Wahrscheinlichkeit beträgt sage und schreibe 1 zu 100 Millionen. Also ungefähr so viel wie ein Lottogewinn. Damals ließ Tanya Destiny sogar untersuchen, als sie schwanger war. Doch aus irgendeinem Grund wurde ein Kind auf dem Ultraschall übersehen. Umso größer war dann natürlich die Überraschung, als das Pferd erneut gleich 2 Fohlen gebar. Dieses Mal waren die Zwillinge zwar nicht eineiig, aber dafür kamen sie ebenso wie beim ersten Mal kerngesund auf die Welt und überlebten die Geburt. Das ist alles andere als selbstverständlich, denn tatsächlich überleben 80% der Zwillingsembryonen von Pferden nicht einmal die ersten 6 Wochen. Doch glücklicherweise kamen die zweiten Zwillinge im März 2020 zur Welt. Sie erwiesen sich als genauso lebhaft wie ihre beiden älteren Geschwister. Die 2 Fohlen, eine Stute und ein Hengst, haben Tanya überglücklich gemacht und sie sagte bei einem Interview bei einer englischen Zeitung Folgendes: Es ist unglaublich. Ich züchte schon seit vielen Jahren Pferde und habe noch nie von so etwas gehört. Ich kann es einfach nicht glauben. Selbst die erfahrensten Wissenschaftler können dieses Phänomen nur schwer erklären. Es grenzt an ein echtes Wunder. Den kleinen Pferden geht es also allesamt gut. Doch was ist eigentlich mit Destiny? Tanya sagt, dass sie nicht mehr gedeckt werden wird, da das Risiko für Komplikationen zu hoch ist. Außerdem ist sie der Meinung, dass es an der Zeit ist, der Stute eine Pause zu gönnen. Solch eine Pause konnte sich diese Frau zu keiner Sekunde erlauben, denn ihr Pferd steckte im Schlamm fest und drohte zu ertrinken. Klicke hier, wenn dich die Geschichte dazu interessiert.